Moin Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Talkdrift. Heute zeige ich euch alle 10 Challenges des neuen FD Long Beach Sponsorenbaums. Und um mir das Ganze etwas schwerer zu machen, wähle ich das schlechteste bzw. die schlechtesten Autos im Spiel. Denn ich kann schon mal spoilern, das Auto von Miki Takagi ist leider nicht schnell genug für alle Challenges. Die ersten sind, wie man sieht, noch relativ simpel. 800 Meter Driften sollte jeder mit jedem Auto schaffen können. Man muss die Distanz nicht mal am Stück fahren. Die zweite Challenge ist auch relativ simpel. Alle 8 Clipping Points hitten. Das kriegt man auch noch hin. Challenge 3 wird schon mal ein bisschen kniffliger. Das hier ist mein 8. Versuch von 12, die ich mit diesem Auto durchgeführt habe. Und wie ihr seht, ich gebe mein Bestes hier. Und alles, was ich schaffe, seht ihr gleich, sind 90.000 Punkte und das reicht leider wirklich nicht. Und ich hatte echt keine Lust, da wirklich eine Stunde dran zu sitzen. Deswegen habe ich einfach das Auto gewechselt. Und jetzt fahren wir mit dem zweitschlechtesten Auto. Nämlich mit George Case Nissan 370Z. Und mit diesem Auto habe ich auch 5 Versuche gebraucht. Aber dann habe ich es endlich geschafft und es ging auf jeden Fall deutlich schneller und leichter als mit Miki Takagis Auto. Challenge Nummer 3 ist wieder relativ easy. Habe ich First Try geschafft mit Chelsea Dinovas Auto. Hier gilt es darum, Dylan Hughes zu chasen. Und 22.000 Punkte sind echt nicht viel auf der Karte, also das kann man noch schaffen. Ihr seht, hier habe ich sogar den Anschluss verloren und habe trotzdem locker das Ziel erreicht, also ja. So, bei Challenge Nummer 5 erstmal wieder das Auto wechseln. Hier habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass das nichts wird mit diesem Auto leider. Das hier ist Versuch Nummer 3. Und ihr seht, ja, hier ist überall ein bisschen Luft gelassen, also ich hätte mich richtig anstrengen können. Aber ich wollte da nicht den ganzen Tag dran sitzen an den Challenges. Und wenn ihr die macht, ihr werdet bestimmt sicher bessere Autos haben als dieses. Also sollte das wohl kein Problem sein. Und ihr seht 111 von 135.
Es ist nicht weit weg, aber naja, es reicht leider wirklich nicht mit dem Ding. Es ist wirklich zu langsam. Dann habe ich es wieder mit dem 370Z von George K. versucht. Und um ehrlich zu sein, ich finde das Handling von dem Auto noch schlechter als das von Miki Takagis Auto. Aber das Auto hat einfach mehr PS und ist dadurch einfach schneller. Und dadurch kann man mit diesem Auto diese Challenge einfach schaffen. Und ich habe hierfür 7 Versuche gebraucht. So, wie ihr seht, hier ein bisschen mit erhöhter Geschwindigkeit, weil ich euch zeigen wollte, dass ich diese Challenge auch schon im ersten Versuch hätte schaffen können. Aber, weil ich hier einen Unfall gebaut habe ich es einfach nochmal probiert und ich wollte, dass es gut aussieht. Und dann passiert es einfach im zweiten Versuch nochmal. An derselben Stelle fast. Und ich wollte einfach, dass es gut aussieht, deswegen habe ich noch zwei weitere Versuche gemacht. Und das ist Versuch Nummer 4 und der ist halbwegs, den kann man halbwegs anbieten. So, für Challenge 7 wieder zurück zum Auto wechseln. Und hier habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass das nichts wird. Und mein größtes Problem hier war nicht das Auto, sondern, wie ihr wahrscheinlich auch schon im Verlauf des Videos gesehen habt, die Framerate. Long Beach ist irgendwie die einzige Map, die auf meinem Handy Probleme bereitet. Und das ist scheißegal, auf was für einer Grafikeinstellung ich das habe. Ich habe hier immer die Lags des Todes. Ich habe hier solche Frame-Einbrüche und ich kann es mir nicht erklären, warum. Also mein Handy ist nicht mehr das Neueste. Es ist schon über 3 Jahre alt. Aber trotzdem. Long Beach ist die einzige Map, bei der das passiert. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es liegt nicht an meinem Gerät. Also wechseln wir zu George K. wieder zurück. Und das ist Versuch Nummer 6, den ihr hier seht. Wie ihr seht, habe ich hier immer noch mit den Frames zu kämpfen. Diese Stelle ist wirklich schlimm und die hat mich echt aus dem Konzept gebracht. Deswegen habe ich da 2 Clips verpasst. Aber im Endeffekt hat es doch gereicht. Hier schön nah an der Wand. Den ersten Clip nach links und dann die Transition zwischen den beiden Clips nach dem Sprung. Für Challenge Nummer 8 habe ich auch mehrere Versuche gebraucht. 10, um genau zu sein. Ich wollte einfach, dass es gut aussieht.
Ja, also eigentlich hätte ich es im ersten Versuch schon easy geschafft, aber ich wollte, dass es gut aussieht und annehmbar. Ja, und hier sind wir 10 Versuche später. Es ist immer noch nicht perfekt, aber wie gesagt, ich wollte nicht den ganzen Tag dran sitzen. Immerhin war es besser als der erste Versuch. Und so ein bisschen wollte ich auch wissen, was möglich gewesen wäre. So, für Challenge 9 wechseln wir wieder zurück. Und diese Challenge war tatsächlich eine der leichteren. Das habe ich sogar im ersten Versuch beides geschafft, ob ihr es mir glauben mögt oder nicht. Und ihr seht, obwohl ich die Clips hier alle nicht so richtig gut treffe, habe ich 106.000 im Lead. Das heißt, ich brauche knappe 34 im Chase. Und das ist tatsächlich machbar auf dem Layout. Vor allem, wenn man ein Auto hat, das gleich schnell ist, dann weiß man nämlich genau, wie man sich selbst chasen muss. Und ich habe sogar noch die letzte Transition verkackt. Und es hätte knapp nicht gereicht. Aber es ging sich noch aus. Ja, die letzte Challenge war auf jeden Fall hochinteressant. Hier habe ich relativ schnell gemerkt, ich wurde komplett gegappt von Madfields Auto. Keine Chance. Ich habe es nochmal versucht. Vielleicht lag es an meinem Start. Aber ihr seht, ich habe einfach keine Chance. Das Auto geht einfach nicht. Und ich habe sofort gewechselt. Und wie ihr gleich sehen werdet, mit George K. habe ich mich auch nicht lange aufgehalten. Auch hier wieder keine Chance beim Start. Komplett weg. Ich habe es dann noch geschafft, ihn so ein bisschen einzuholen, aber es reicht halt wirklich nicht annähernd aus. Und da das die letzte Challenge war, dachte ich mir, ja, komm, wir cheaten ein kleines bisschen und nehmen ein etwas stärkeres Auto. Ist jetzt auch nicht so krass, das Auto von Ryan Turk, aber es ist schon gut genug, dass es mit Madfields Corvette mithalten kann. Das war aber tatsächlich auch der zweite Versuch mit dem Auto. Also mit dem ersten Versuch bin ich komplett eingeplankt und wie ihr seht, wollte ich hier nochmal neu starten und dachte ich mir, nö, reicht. Keine Lust mehr. So, und das war's dann. Das sind alle 10 Challenges. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wenn ihr irgendwo festgesteckt habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann drückt doch den Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.